Es ist so, man kommt oft auch zu mir nach Rehdoppel am Sonntag. Es ist für mich für mich ist gar nichts, aber für Gott, das ich verspüren muss. Eine Freude, es ist ein geringes Wort, Freude. Aber oft kommt man zu mir nur, weil man Anliegen hat. Meine Lieben, ich bin kein Heilpraktiker, ich bin kein Heiler, ich bin kein Wundertäter. Falsch. An der Seele ja. Aber was körperlich anbelangt, für das bin ich nicht gerufen worden. Ich weiß, es anfangs gab sehr viele Wunder, sogar Totenerweckungen, 2 bekannte. Aber die Zeit ist vorbei. Die Sünde, wenn ihr das mal erleben könntet, was ich mal empfinden musste oder empfinden muss, wie groß die Sündhaftigkeit in der Welt ist. Ein Gestank, der vor die Dreifaltigkeit emporsteigt. Und dann kommt man nach, ich soll ihnen helfen. Für was denn? Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte Gott wieder eine Freude sein. Ja, das ist für mich auch eine Freude. Das mir von Herzen gern. Aber nur, ich weiß genau, was Gott mir mal gesagt hat. Niklas, meine Kirche ist so eine Kloake geworden. Ich weiß, es ist ein furchtbares Wort. Und ich glaube, kein Mensch kann es verstehen, wie furchtbar das überhaupt ist, wenn der Heiland das sagen muss. Da könnte man sein Leben lang darüber nur noch weinen. Aber er will doch nicht, dass er umsonst ans Kreuz gegangen ist. Ja, Kreuz, jetzt, da hört man schon wieder im YouTube, das Kreuz, er ist auferstanden, er gehört nicht mehr ans Kreuz. Meine Lieben, wieso soll ich das Kreuz nicht benutzen, wenn ich sehe, denn ich bin ein Seher von Gott. Wenn ich sehe, dass Satan, der Teufel, sage ich jetzt einmal, vor dem Angst hat, vor dem Kreuz. Warum? Am Kreuz wurde er besiegt. Der trägt das nicht. Deshalb am liebsten 1000 Kreuze ihm hinhalten. Zudem denken wir, dass wir uns immer wieder bewusst sind, was es ihm gekostet hat, uns zu erlösen, die Sünden zu nehmen. Aber wir müssen das kostbare Gut holen. Es ist nicht so, dass es heißt, wir kommen alle in den Himmel. Oh nein. Wir müssen das kostbare Blut benutzen. Wenn ich mal höre, mein Gott, heute will jeder ein Professor sein in der Bibelauslegung. Du kannst die Bibel 1000-mal von A bis Z lesen. Wenn du es nicht im Geiste, der Heilige Geist, dir das liest, wirst du es falsch interpretieren. Schaut einmal, jeder dumme Junge kann einen Käfer mit dem Fuß treten. Aber können alle Professoren der Welt einen Käfer machen? Ich möchte nochmal sagen,
Ich bin nicht gerufen worden für den Körper, sondern für die Seelen. In diesem Moment, in dieser Zeit, jetzigen Zeit muss ich sagen. Denn die Sünde schreit zum Himmel mit einem furchtbaren Gestank. Da kommt man zu mir, ob ich könnte jemand helfen, gesund machen. Für was? Es ist ja nicht mehr eine Aufgabe, nicht mehr. Weil man dann nachher vielleicht in der Kirche, in der Amtskirche möchte Theologiestudium machen, von dem Gott sagte, eine Kloake. Da soll ich dazu verhelfen? Nein. Ich sage auch in der Amtskirche, keine Regel ohne Ausnahmen. Es gibt da und dort noch Priester, die es absolut gut meinen, aber bitte, vom Himmel her, es gibt verschiedene Arten, wie die Ströme fließen. Es gibt mehrere. Aber die Hauptding kommt auf die Kirche, seine Kirche. Das sollte eigentlich die römisch-katholische sein. Aber in Gottes Namen, das ist nicht das, was Gott wünschte. Sind abgedriftet. Bei Gott achtet nicht darauf, ob du alle Zeremonien genau einhältst, sondern ihn interessiert das da, das Herz, zuerst einmal. Ich weiß, da geht jetzt, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, es gibt ja nicht, er ist ja nicht der Einzige. Die gehen herum, laufen herum in der Stadt und dann sehen sie einen, wo lahm läuft oder was, gehen hin und sagen, wir beten, du bist gesund. Und Tatsache ist gesund. Arbeitet Gott so? Ich kenne schon einen, der so arbeitet. Aber sie sollen mal nach einem Monat wieder den aufsuchen. Dann läuft er schon wieder nicht mehr. Der Satan ist ein Blender. Wunder so, die 2 Totenerweckungen oder das sind keine Wunder. Für den Heiland ist das ein... Wenn er will, kann er noch einmal ein paar Trilliarden Menschen schaffen. Auf einen Augenblick. Das Wunder ist, dass man glauben kann. Und dass man, mir ist das auch noch zu wenig, Glauben, lieben. Gott lieben. Aber natürlich, nicht verkritscht. Ihr könnt von mir aus mit dem Kopf im Himmel oben schweben, aber seid mit den Füßen am Boden. Macht nicht diese Frömmigkeit, wo viele machen mit ernstem Gesicht. Oder geht ihr auch so, wenn ihr einen lieben Vater habt, zu dem hin und ich muss Brot haben. Du gehst zum Vater, weiß doch ganz genau, dass er dir das Brot schneidet. Du sagst, Vater, kann ich noch ein Brot haben?